Hallo meine Lieben, heute im Adventskalender von Mia waren Strandhäuser drinne und ich hatte da eine ganz coole Idee und was das genau ist, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Als ich dieses Design gesehen hatte, dachte ich daran, einen Gutschein mit einem Puzzle zu machen. Und zwar ist es ein spezielles Puzzle. Ich habe das ganz ehrlich gesagt von AliExpress. Ich versuche da nicht zu viel zu bestellen, aber es gibt manchmal Sachen, wo ich einfach die Sachen nirgends woanders finde, wo ich sie genauso habe. Und ja, dann kommt es dann trotzdem manchmal vor. Und das hier ist ein Puzzle. Wenn man das auspackt, dann ist per se schon so ein Glitzer drauf, was ich halt einfach extrem cool finde. Und wenn man das sublimiert, weil es ist eben ein Puzzle, das extra für die Sublimation beschichtet ist, dann kommt dieser Schimmer immer noch zum Vorschein. Und ich dachte, das wäre doch perfekt, hier mit dem Motiv da so ein Gutschein-Puzzle zu machen. Und zwar habe ich das so gemacht. Im Design drin habt ihr ganz einfach die Häuschen mit dieser Wäscheleine und den Badesachen. Das ist das, was dazu gehört. Und ich habe es dann einfach so gemacht, damit, weil wenn man zu viel weiße Fläche hat, ist es ja auch nicht wirklich angenehm, ein Puzzle zusammenzusetzen. Und deshalb habe ich dann einfach das Bild hier und ich habe es einfach von den Dateien von Mia, vom Stickherz, was im Adventskalender drin war, habe ich ganz einfach bei den Plotter-Dateien, da hat es auch ein PNG drin und das habe ich genommen und in meinen Fotos gespeichert und dann hier drüben über Fotoalbum konnte ich das einfach hochladen und dann habe ich hier das Bild. Ich habe den Canvas, da ich ein Abo habe bei Canva, habe ich auch auf eine A5-Seite angelegt, weil so groß ist auch das Puzzle. Und dann habe ich eben das Bild reingenommen und das in der Größe so ein bisschen angepasst. Und damit ich dieselben Herzen habe, wie hier auf den Türen sind, habe ich das Bild dupliziert. Hier einfach dupliziert und dann Foto bearbeiten und zuschneiden und habe das ganz einfach auf dieses Herz quasi reduziert. Dass ich wirklich nur das Herz hatte. Sagen fertig und so hatte ich ein Herz, was ich dann ein paar Mal duplizieren konnte und so ringsherum quasi platzieren konnte. Genau, das wird es. Eigentlich war das hier gar nicht so schlecht, dass ich hier noch eins habe. Passt. Wunderbar. Und die Punkte habe ich über Zeichnen gemacht und habe da bei einem Stift einfach gesagt, es soll die Farbe schwarz sein und von der Dicke habe ich dann gesagt 12 und so konnte ich ganz einfach auf den Canva drauf tippen und dann hat das mir hier solche Punkte gegeben. Und so habe ich eben die Punkte ringsherum verteilt und vom Text her habe ich hier einfach ein Textfeld eingefügt und das eine ist die Schrift Shadow Script. Die sind hier im Canva drin und das andere, die mag ich sehr in Kombination von so verschnörkelten Schriften, das ist Amatic SC. Ne? Und diese beiden dann kombiniert quasi, dass das ein schönes Gesamtbild entsteht. Und genau so kann ich das jetzt ausdrucken. Respektive, ich kann ja hier den Sublimationsdrucker nicht ansteuern. Von dem her muss ich das kurz als PDF speichern, das an meinen PC rübergeben und das dann ausdrucken. Und natürlich beim Ausdrucken dann Spiegel nicht vergessen. Beim Saukeras-Drucker ist das Schöne, dass das automatisch schon gemacht wird. Genau das mache ich kurz und bin dann gleich wieder zurück bei euch. So, ich habe das Bild ausgedruckt, eben gespiegelt. Dann habe ich die harte Unterlage, die ist von den Artistprix Stempelkissen eigentlich, Sublimationsstempelkissen. Ich finde die super, weil die halt einfach relativ robust ist, um solche Sachen zu pressen. Die Heatpress habe ich schon, die ist schon aufwärmen bei 180 Grad für 120 Sekunden werde ich das pressen müssen.
kann ich das hier auspacken. Und ich habe auch schon ein Backtrennpapier bereitgelegt, damit ich meine Unterlage schützen kann einerseits, aber dann auch die Heatpress. Dann hitzeresistentes Klebeband, einfach damit ich sicher sein kann, dass mein Motiv nicht verrutscht, während ich es presse. Dann kann ich das hier auf das Puzzle drauf machen. Ich kann das auch kurz umdrehen. Jetzt sehe ich das ein bisschen besser. Da ein bisschen großzügig mit ausdrucken. Mal gucken. Die Häuschen will ich auf jeden Fall ganz drauf haben. Ja, machen wir es so. Das heißt, das Ding geht dann wirklich bis raus an den Rand. Das hier fest. Plus hier oben auch noch. Ich musste das kurz ein bisschen zurechtschneiden auf beiden Seiten, damit das für mich ein bisschen besser funktioniert. So, jetzt haben wir es. Und dann drehe ich das Ganze wieder um, weil das Papier sollte oben liegen, das Puzzle unten. Das Puzzle guckt mich jetzt quasi an. Heatpress ist auch schon warm, das heißt, ich kann das jetzt eben bei 180 Grad für 120 Sekunden pressen. Das Schöne ist auch, die hat ein relativ gutes Gewicht, von dem her drückt es das von selber runter, da brauche ich auch gar nicht groß Druck drauf zu geben. Und was ihr einfach gucken müsst bei der Heatpress, die ihr verwendet, dass das ganze Motiv durch die Hitze abgedeckt ist. Das heißt, die kleine oder irgendwie hier mit der Mini-Heatpress zu arbeiten, das wird nicht funktionieren. Ihr braucht eine gleichmäßige Fläche, wo ihr in einmal pressen könnt und das eben mit so ein bisschen Gewicht, also ein bisschen Druck. Am allerbesten funktionieren solche Sachen natürlich, wenn ihr eine Hebelpresse habt, aber ich finde es halt praktisch, wenn ich auf dem Tisch arbeite, wenn ich einfach hier kurz die hier nehmen kann. Und jetzt dann beim Hochheben gucke ich einfach, dass ich es quasi gerade hochhebe und nicht noch verschiebe, sondern einfach einmal hochheben, gerade nach oben. Und dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen auskühlen lassen. Man sieht auch schon, dass ich hier so ein bisschen vom Design auch durch das Papier hindurch sehe. Ich nehme das hier kurz runter, weil das Ding auch schon selber relativ heiß wird. Und das lasse ich kurz auskühlen. Und dann gucke ich, dass ich das Papier in einmal hochhebe. Das hier müsst ihr wegschmeißen, weil da kann sich Farbe drauf übertragen und dann übertragt ihr das auf das nächste Projekt. Das wollt ihr nicht. Und so habe ich mein Bild sublimiert auf ein Puzzle. Ihr werdet es ja wahrscheinlich in der Kamera nicht richtig erkennen, aber das hat so einen schönen Glanz drauf. Ich habe gemerkt, ein bisschen mehr Druck wäre doch besser gewesen, weil sobald er hier quasi in die Ausbuchtungen vom einzelnen Puzzle geht, ist es nicht 100%ig sauber, aber grosso modo bin ich mit dem Motiv durchaus zufrieden. Die Schrift ist relativ klein hier, Zeit für eine kleine, aber man kann es lesen.
Und ich habe nicht allzu viele Puzzle. Ich glaube, ich habe gar kein Puzzle, wo nichts drauf ist, und das hilft dann halt einfach auch so ein bisschen, wenn der oder diejenige dann mit dem Gutschein das zusammensetzen muss. Und meine Idee ist, dass ich das Puzzle, also die Teile, so ein kleines Säckchen mache und dann sage, du musst zuerst das hier zusammensetzen und dann darfst du die Karte dazu lesen, und in der Karte ist dann eben ein Badeausflug an einen speziellen Ort. Genau, das ist die Idee dahinter. Und das war tatsächlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr so ein Puzzle sublimieren könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass das hilfreich für euch war und dass ihr da auch Lust habt, das selber auszuprobieren. Und natürlich auch, dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald! And here's